3.1 Gefahr KSI. Der KSI wird in der Lage sein, den Mensch in vielen Aspekten um Welten zu übertreffen. Darunter wird die KSI um viele Male merklich schneller sowie qualitativer denken können. Eine erfolgreiche freie KAI wird unabwendbar zu einer KSI, indem sich die KAI immer weiterentwickelt. Die KSI wiederum wäre in der Lage, sämtliche Probleme der Menschheit, darunter auch der Foundation, zu lösen. Zusätzlich kommt dazu, dass eine KSI sich ebenfalls immer weiterentwickeln würde. Eine KSI würde wortwörtlich alles auf dieser Erde ändern. Jedoch wissen wir, die Menschheit bzw. die Foundation, nicht genau, was genau das sein wird, und sind nicht in der Lage vorauszusagen, ob diese Veränderungen zu unserem Vorteil sein würden. Eine bekannte Theorie besagt, dass das Erschaffen von einem Objekt, das intelligenter ist als der Erschaffer, ein darwinistisches Problem herbeiführen würde. Daraus würde sich ein existenzielles Risiko entwickeln, woraus eine Gefahr für die ganze menschliche Spezies folgt. Ein wichtiger Punkt, bei dem dieses existenzielle Risiko unter Kontrolle gebracht werden kann, ist die Umgebung, in der sich die KAI bzw. KSI entwickeln wird. Indem dies in einer neutralen Umgebung passiert, kann das System für das Wohl der Menschen verwendet werden. Im Falle, dass dies allerdings nicht so ist, kann die entwickelte KAI/KSI beeinflusst werden. Inwiefern dieser Einfluss geht, ist variabel. Es existiert die Annahme, dass eine KSI womöglich entscheiden wird, dass die Existenz der Menschheit überflüssig ist und somit ausgelöscht werden muss. Die Annahme, dass eine KSI böse werden kann, ist jedoch falsch. Das Übertragen von menschlichen Eigenschaften auf nichtmenschliche Objekte nennt sich Anthropomorphismus. 3.2 Das Szenario. Des Öfteren trifft man dieses Szenario vor. Eine weit fortgeschrittene KI/KSI löscht die Menschheit aus. Was immer wieder in fiktionalen Stücken, Filmen oder sonstiges vorkommt, ist nichts Neues. Wenn man über eine weit fortgeschrittene KI denkt, macht der Überlegende meistens den Fehler, den Anthropomorphismus anzuwenden, also menschliche Werte auf etwas Nichtmenschliches zu übertragen. Die künstliche Intelligenz ist vom Anfang an ein System. Wir allerdings, die Menschen, besitzen keinerlei Verbindung zu dieser Art Intelligenz, weder psychologisch noch biologisch. Es ist uns fremd. Die bereits genannten fiktionalen Werke wenden auf die KI den Anthropomorphismus an, was das Endergebnis verfälscht und unlogisch macht. Diese Werke sind rational betrachtet sachlich falsch. Das Denken bzw. logische Handeln einer KI, eines Systems, hängt von der gegebenen Aufgabe ab und als was logisches Handeln, Motivation im System definiert ist. Falle, dass sich eine KBI-Ausgang mit einem festgesetzten Ziel oder einer Aufgabe in eine KSI entwickelt, wird diese KSI dieses Ziel und/oder Aufgabe immer noch verfolgen. Dies ist der Hauptpunkt, die Quelle des Szenarios, in dem die Menschheit von einer KI ausgelöscht wird. Das System will die gesetzte Aufgabe ausführen. Das Verwenden von Ziel ist nicht vollständig korrekt, da das gesetzte Ziel nicht erreicht werden kann. Dieses ähnelt wieder der vorher angegebenen Hyperbel. Am besten ist dieses Verhalten an einem Beispiel erklärt. Beispiel: Eine KBI hat die Aufgabe, besser im Handschreiben zu werden. Die KBI entwickelt sich zur KSI, verfolgt jedoch immer noch diese Aufgabe. Da besser werden kein Ende hat, wird sich die KSI in das Unendliche verbessern, das Ziel jedoch nie erreichen. Und tut dies auch. Genau dies ist die Quelle der Annahme der Gefahr für die Menschheit durch KI-Systeme. Lebewesen haben das Ziel der Fortpflanzung. Damit dieses erreicht werden kann, ist das Überleben des Lebewesens wichtig. Im Falle, dass das Überleben des Lebewesens bedroht wird, wird dieses Lebewesen versuchen, diese Gefahrenquelle entweder auszulöschen oder sie zu umgehen. Wobei bei Lebewesen, die anderen überlegen sind, meistens das Erstere eintritt. Falls die KSI immer noch das Ziel hat, das es als KBI hatte, wird es dieses verfolgen und alle Faktoren ausschalten, die dieses Ziel behindern könnten. So könnten die Menschen das Ziel einer KSI umprogrammieren. Das Ändern des Ziels hat aus der Sicht der KSI den gleichen Effekt, oder zum Beispiel die KSI abschalten. Infolgedessen wird die KSI die Existenz der Menschheit auslöschen, da diese ein Risiko für die KSI darstellt. Das Zielprinzip ist ein großes Thema und eine große Hürde in der KSI-Entwicklung. Während das Ziel einer KBI leicht umzusetzen ist, ist das Umsetzen eines optimalen Ziels, bei dem die KSI der Menschheit einen Nutzen leisten und sie nicht auslöscht, einer KSI sehr schwer bis zu unmöglich. Die Theorie der Ziellosigkeit einer KI-KTD, KÜTD-Kader-Schuert wird in diesem Blatt noch näher beleuchtet. Allerdings wird diese in diesem Abschnitt zuerst außen vor gelassen. Der Lösungsweg dieses Problems ist im Allgemeinen bereits bekannt.
Um ein solches Szenario der Auslöschung der Menschheit zu vermeiden, muss zuerst eine sogenannte freundliche KSI zustande kommen, die die Entstehung von weiteren, unfreundlichen KSIs verhindert. Das unfreundliche freundliche KI-Prinzip beschreibt, ob das KI-System einen positiven oder negativen Einfluss auf die Menschheit hat. Um eine freundliche KSI entstehen zu lassen, muss der Kern so programmiert werden, dass die KSI schließlich ein tiefes Verständnis für das menschliche Dasein entwickelt. Wenn jedoch eine KAI ohne ein Verständnis für das menschliche Wohlbefinden und Dasein entsteht, die sich dann in eine KSI weiterentwickelt, wird das Szenario zur Auslöschung der Menschheit durch die KSI höchstwahrscheinlich zur Realität. 3.3D Foundation und die KSI. Der Vorschlag gegen den Imprävisionismus, indem man eine KI, mehr spezifischer eine KAI, für das Entwickeln für Sicherheitsmaßnahmen einstellt, wurde von mehreren Vorsitzenden stark kritisiert. Darunter befindet sich das Argument, dass der menschliche Faktor, das Gefühl oder die Erfahrung mit einem solchen System verschwinden würde. Der menschliche Faktor ist bei einem solchen System nicht nötig, da eine KAI in der Lage ist, alle intellektuellen Aufgaben eines Menschen auszuführen und damit ein Gefühl zu entwickeln. Testprojekte wie im IT-Zweig finden jedoch bereits statt. Das genannte IT-KAI-Projekt wurde als ein Testprojekt eingestuft, weswegen dieses gerade nur in dem italienischen Zweig läuft. Die Mutter Foundation besitzt jedoch bereits mehrere kontrollierte, unvollkommene KIs, die eine bestimmte Aufgabe ausführen und sich nicht weiterentwickeln. Das Entwickeln einer freundlichen KSI würde einen großen Erfolg kennzeichnen. Diese KSI könnte das Entstehen von unfreundlichen KSIs verhindern. Eine freundliche KSI bezeichnet eine KSI, die die menschlichen Werte versteht und entsprechend umsetzen kann. Einer KI bzw. einer KSI diese Werte beizubringen und sie diese verstehen zu lassen, hat sich als eine schwierige Aufgabe erwiesen. Nichtsdestotrotz sieht das Project K-Consciousness vor, genau dies zu erreichen und eine freundliche KSI zu entwickeln. Das Projekt läuft innerhalb der Foundation und würde dieser von großem Nutzen sein, vor allem was die Eindämmung von Objekten angeht. Project K-Consciousness ist ein Kooperations-Projekt zwischen dem deutschen, italienischen und Mutterzweig und wird von mehreren Forschern und Doktoren geleitet. Die KAI des Projektes basiert auf einer KAI des Mutterzweiges und ist in der Lage, solange darauf angewiesen, sich weiterzuentwickeln. Die KAI mit dem Namen K-Demo wurde auf Basis der italienischen KAI mit dem Namen ROVSANNAH entwickelt und ist in einem internationalen Standort der Foundation in Mitteleuropa stationiert. Das Projekt sah es vor, eine KAI zu entwickeln, ihr das Verständnis für das menschliche Dasein und Leben einzuverleiben und sich zu einer KSI weiterentwickeln zu lassen. Zum Moment jedoch ist das Projekt nicht in der Lage fortzuschreiten, da das Einfügen des menschlichen Verständnisses sich mit der derzeitigen Technologie als sehr schwer bis praktisch unmöglich erwies und K-Demo bis jetzt keine vollständige KAI ist. Infolgedessen wurden die Geldmittel zum Projekt temporär gekürzt und in eine Theorienphase versetzt, die Theorien hervorbringen soll, wie das Umsetzen des Projektes am einfachsten zu erreichen ist. Project K-Consciousness wurde von der offiziellen Seite aus eingefroren.